Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Loriot, der berühmte deutsche Humorist und Karikaturist, wagt sich in diesem Werk an eine der monumentalsten Opernzyklen der Geschichte: Richard Wagners Ring des Nibelungen. Das Buch Loriot erzählt Richard Wagners Ring des Nibelungen bietet eine humorvolle und zugleich tiefgründige Annäherung an das komplexe Werk, das aus den 4 Opern Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung besteht. Loriot macht diese musikalisch und inhaltlich anspruchsvolle Tetralogie greifbar und verständlich, ohne dabei ihre Tiefe und ihren Ernst zu untergraben. Seine einzigartige Fähigkeit, mit intelligentem Witz und feiner Ironie große Themen zu beleuchten, macht das Buch zu einem Lesevergnügen für Opernneulinge ebenso wie für treue Wagner-Fans. Mit einzigartigen Zeichnungen und pointierten Texten gelingt es Loriot, die mythologischen Verstrickungen und charakterlichen Abgründe des Rings mit Leichtigkeit und Esprit zu präsentieren. Das Buch ist sowohl eine liebevolle Hommage an das Genie Richard Wagner, als auch ein wertvoller Kulturkommentar, der aufzeigt, wie Humor neue Zugänge zur klassischen Musik und einer der wichtigsten Operntraditionen Deutschlands eröffnen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Einführung in Wagners Welt. Loriot beginnt sein Werk mit einer zugänglichen Einführung in die Welt Richard Wagners und dessen Hauptwerke, insbesondere den Ring des Nibelungen. Er erläutert die Grundzüge der Opern und klärt über die wichtigsten Figuren, Motive und Themen auf, ohne jemals belehrend zu wirken. Loriot benutzt humoristische Vergleiche, witzige Anmerkungen und pointierte Karikaturen, um auch Laien die oftmals komplexen Beziehungsgeflechte zwischen Göttern, Helden und Nibelungen näher zu bringen. Insbesondere hebt Loriot hervor, wie Wagner selbst das Musikdrama verstand und welche Absichten hinter der monumentalen Tetralogie standen. Damit verschafft das Buch auf unterhaltsame Weise einen niedrigschwelligen Zugang zu einem oft als schwer zugänglich empfundenen Kulturgut. Zweitens. Zusammenfassung und Parodie der Handlung. Im zweiten wichtigen Themenblock destilliert Loriot die weitläufigen und verschlungenen Handlungsstränge der 4 Opern und fasst sie mit dem ihm eigenen Humor zusammen. Er überspitzt die Motive von Liebe, Macht, Verrat und Gier und nimmt die teils skurrilen Situationen der Charaktere aufs Korn. Die Parodie der Handlungsschritte lässt erkennen, dass der Ring trotz seiner Tragik auch voller absonderlicher, fast absurder Momente steckt, die Loriot gekonnt sichtbar macht. Dadurch nimmt er dem Stoff die Schwere, ohne seinen Respekt zu verlieren, und lässt die teils grotesken Dynamiken zwischen den Figuren in einem völlig neuen Licht erscheinen. Besonders Einsteiger profitieren von diesen klaren, humorvollen Zusammenfassungen, da sie so die zentrale Handlung besser durchschauen können. Drittens. Der Umgang mit den Charakteren. Ein wesentlicher Aspekt, dem Loriot viel Raum gibt, ist die Betrachtung der zentralen Charaktere von Wotans Familiendrama über Brünnhildes Tragik bis zu Alberichs Gier. Loriot zeichnet humoristische Porträts der wichtigsten Akteure, würdigt dabei deren Tiefe und Eigenheiten, aber auch die oftmals überhöhte, fast karikaturenhafte Darstellung in Wagners Werk. Durch Loriots Zeichnungen und Beschreibungen gewinnen Figuren wie Siegfried, die Walküren oder die Nibelungen an Lebendigkeit und nahbarer Menschlichkeit. Es entsteht eine einzigartige Hommage, die mit liebevoller Ironie klassische Figuren auf die Bühne der modernen Populärkultur hebt und gleichzeitig die psychologische Raffinesse Wagners offenlegt. Viertens. Die Musik des Rings verständlich gemacht. Loriot bleibt nicht allein bei Text und Bild stehen, sondern widmet sich auch der Musik und ihrer emotionalen Kraft. In diesem wichtigen Kapitel bricht er die Verwendung von Leitmotiven, orchestralen Farben und musikalischen Symbolen herunter, sodass auch Leser ohne musikalische Vorbildung einen Zugang finden. Er erklärt anschaulich, wie Wagner Melodien und Motive verwebt, um Charaktere oder Gegenstände wie den Ring selbst musikalisch darzustellen. Loriot geht auf berühmte musikalische Momente ein, wie den Walkürenritt oder das Feuerzaubermotiv, und untermalt seine Erläuterungen mit etwas Ironie,
Dieser Abschnitt fördert das Verständnis, warum Wagners Musik noch heute so fesselnd ist und wie sie das Drama psychologisch unterstützt. Schließlich die Bedeutung des Humors im Umgang mit Klassik. Essentiell für das gesamte Buch ist Loriots Ansatz, große Kunst ohne Ehrfurchtsstarre, sondern mit einer gesunden Portion Humor zu betrachten. Im abschließenden Themenbereich betont Loriot die wichtige Funktion des Lachens beim Zugang zu kulturellen Meisterwerken. Er zeigt, dass Respekt und Ironie sich nicht ausschließen, sondern produktiv ergänzen können. Ob beim humorvollen Entwirren schwieriger Handlungsstränge oder beim Kommentieren der Eigenheiten. Wagners wird immer wieder deutlich, wie heilsam ein menschlicher, witziger Blick auf die sogenannte Hochkultur ist. Für Loriot bedeutet das, kulturelle Schätze wie den Ring allen Menschen zugänglich zu machen und Vorbehalte durch Lachen abzubauen. Zusammenfassend: Loriot erzählt, Richard Wagners Ring des Nibelungen ist ein einzigartiges Werk, das sowohl eingefleischte Wagnerianer als auch bislang wenig opernerfahrene Leser begeistern kann. Wer Interesse an klassischer Musik, speziell an Oper hat, wird durch Loriots Humor und Sachverstand einen neuen Blick auf Wagners Monumentalwerk gewinnen. Auch alle, die sich bislang von der vermeintlichen Unnahbarkeit der Hochkultur abgeschreckt fühlten, erleben hier einen unterhaltsamen und niedrigschwelligen Einstieg. Wegen Loriots großem Respekt vor dem Ursprungstext, seiner Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen und dabei zugleich charmant zu unterhalten, stellt dieses Werk eine hervorragende Wahl dar. Im Vergleich zu rein musikwissenschaftlichen Publikationen oder nüchternen Zusammenfassungen gelingt es diesem Buch, Herz und Verstand gleichermaßen anzusprechen. Wer Zugang zur Opernwelt sucht oder bereits fanatischer Anhänger ist, kann von dieser augenzwinkernden, aber fundierten Betrachtung profitieren. Das Buch bereichert das eigene Verständnis der Oper, sorgt für zahlreiche Lacher und macht Lust, sich mit der Musik und den Geschichten des Rings intensiver auseinanderzusetzen. Man sollte sich für dieses Buch entscheiden, weil es den Spagat zwischen Wissen und Unterhaltung meistert und beweist, dass große Kunst auch Spaß machen darf. Wenn Sie unterstützen möchten, Richard Wagner, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.